Dzogchen text, it describes how it's important in doing this practice not to do it for too long. In Dzogchen-Texten wird beschrieben, wie es wichtig ist, eine solche Praxis nicht für zu lange Zeit am Stück zu machen. Because we have many habits of activity. Wir haben viele verschiedene Gewohnheiten von Aktivität. And it's very easy, without being aware of it, to become more active in the practice. Es ist sehr leicht, ohne es sich bewusst zu machen, aktiver in diese Praxis zu werden. So we take a break, we relax, then we go back into it. Wir machen eine Pause, entspannen und gehen wieder in die Praxis. So if you had, for example, at home an hour to do the practice, you could do 10 minutes, then have 5-minute break, then 10 minutes, 5-minute break, and so on. Wenn man zum Beispiel eine Stunde zu Hause zur Verfügung hätte, um sie zu machen, könnte man 10 Minuten am Stück machen, 5 Minuten Pause machen, dann wieder 10 Minuten und so weiter. It may feel like it's kind of business as usual, there's just stuff occurring. Es könnte sich so anfühlen, als ob sozusagen Business wie gewöhnlich weiterläuft, das Zeug erscheint. Because of course the two aspects of subject and object continue to arise. Denn natürlich die zwei Aspekte von Subjekt und Objekt, die setzen fort zu erscheinen. It's not that we're trying to block habitual thoughts, Und es ist nicht so, dass wir versuchen, die gewohnheitsmäßigen Gedanken zu blockieren, but to see that what we take to be the object and what we take to be the subject are both impermanent. sondern eher zu sehen, dass beides, das was wir für Objekte halten, was wir für Subjekt halten, beide eher vergänglich sind. So for example, coming in the window we can hear the sound of somebody using a machine. Zum Beispiel durch das Fenster dringt jetzt hier der Klang von jemandem, der eine Maschine benutzt, ein. Maybe a leaf blowing machine or something, but something that has a pulse that it's on for quite a while, then it stops, then it's on and it stops. Das ist vielleicht eine Blättermaschine, Wegblasmaschine oder sonst irgendwas. Es hat irgend so eine eigene Pulsation, es hat eine Weile ist es an, dann ist der Klang wieder weg, dann kommt er wieder. So that's a conceptual interpretation. Das ist natürlich eine konzeptuelle Interpretation. There's a sound, Es gibt einen Klang, just sound. einfach Klang. But the more we sit, it becomes familiar. Und je mehr wir da dran sitzt, desto vertrauter wird es. Then we have a sense it's that sound again. Und dann haben wir das Gefühl, es ist derselbe Klang wieder. And you might even feel it's that annoying sound again. Vielleicht fühlen wir sogar, dass es dieser uns aufregende Klang. So there the emotion and the judgment and the perception are all being mixed together. Dass die Emotionen, die Urteile und die Wahrnehmung sozusagen vollkommen vermischt sind. So there we want to just relax in the out-breath In einem solchen Fall wollen wir uns einfach in die Ausatmung entspannen and leave whatever is arising to be in its most simple form. und gestatten, alles was aufkommt, in seiner einfachsten Form zu bleiben. Because just as a noise, there's nothing really to compare. Denn einfach so als Lärm gibt es da nichts, was man vergleichen müsste. But the more you think about the sound, the more you make little hooks on it, which allow you to elaborate what it is and how long it's been going for and so on. Aber je mehr wir sozusagen darüber nachdenken, was dieser Klang ist, desto mehr Häkchen produzieren wir da dran, die uns erlauben, dann weitere Ausarbeitungen gedanklicher Art zu vollbringen, etwa der Art zu denken, wie lange wird das noch gehen und dergleichen mehr. In the same way with your own body, Gleichermaßen mit dem Körper. you might have a sensation which comes and goes. Es könnte sein, dass wir da eine Empfindung haben, die kommt und geht. Again, it's very tempting to think like that. Auch hier ist es sehr verführerisch, so nachzudenken. Our sensation, it comes, it goes, then it comes again. Und es ist eine Empfindung und die kommt und geht und dann wird sie vielleicht wiederkommen. It's the same thing. Es ist dieselbe Sache. But is it? Ist es aber so? It becomes the same thing when we make the interpretation, oh, it's that pain in my shoulder again, it's that hurt in my back again. Es wird zu demselben Ding, wenn wir diese Interpretation durchführen und denken, aha, das ist eben dieser Schmerz in meiner Schulter oder der Schmerz in meinem Rücken, der wiederkommt. So, we're not trying to stop the interpretation, but just give space to it
and it will go by itself. Wir versuchen hier diese Interpretation nicht anzuhalten, sondern wir gewähren ihr Raum und die wird von sich selbst aus weggehen. And then you can start to see directly how the images of the continuity of the world are built up by the gradual coming together of moments which are taken out of time and linked together to make an abstraction which continues as if it were by itself. Und dann können wir allmählich erkennen, wie die Bilder, die die scheinbare Kontinuität unserer Welt ausmachen, in Wirklichkeit dadurch entstehen, dass man Dinge, die Moment für Moment entstehen, sozusagen aus ihrer Zeitlichkeit enthebt und sie auf künstliche Weise miteinander verkettet, so als würden sie in und aus sich selbst heraus bestehen. Are there any questions about that practice? Gibt es zu dieser Praxis Fragen? Or about any of the other things that we've covered so far? Oder zu anderen Dingen, die wir bis jetzt abgedeckt haben? You tell us that emptiness is not something which has to be applicated on Mm-hmm. and this mantra or the mantra or the visualization of this this appears a little bit like applicating something. So could you please tell Okay. me about that? Which, the arm or the mantra that's in the text? The visualization, Uh-huh, the technique, yeah. and also the mantra in the text it appears something which is contradicting to what you told us, that it's not necessary to apply Yeah. anything else Okay. than to Yeah. have insight into the Yeah. emptiness itself. Yeah. Also er sagt, es wurde gesagt, dass die Leerheit nicht etwas ist, was irgendwie extra angewendet werden muss oder eine Anwendung bedarf. Und es scheint so, als wäre diese Visualisierung der Meditation hier oder auch das Mantra im Text sozusagen etwas von außen angewendetes, ob er da diesen scheinbaren oder den erscheinenden Widerspruch aufklären könnte. It's a kind of a transitional technique, if you like. It is a method. In a sense, we don't need any methods at all, but we tend to be a little bit dispersed. And to open in a state of dispersal is quite tricky if you're beginning, because the mind is going here and there and many things are happening. Das ist mehr eine Art Technik des Übergangs, eine Methode, wenn man so will. Und natürlich ist es so, dass es im Prinzip keinerlei Methode bedarf, aber sich in einen Zustand völliger geistiger Zerstreuung zu öffnen, ist eine etwas trickreiche Angelegenheit, wenn man darin nicht sehr geübt ist. Und dann passiert einfach, dass unser Geist dorthin und hier hingeht und wir in dieser Zerstreuung verbleiben. Deswegen benutzen wir solche Methoden. So we're using the sound and the visualization just to focus into our connection with openness, and then it dissolves. We make the sound and it's dissolved. We have this visualization for a short period of time. We're not maintaining it. It's just a kind of transitional move. You can also do it without it, and sometimes we do that. Also wenn wir da jetzt diese Visualisierung haben oder den Klang machen, dann ist es etwas, was uns erlaubt, den Übergang in diese andere Erfahrung zu machen. Es ist etwas, was wir kurz machen und das sich dann auflöst. Die Visualisierung wird ja nicht in irgendeiner Weise aufrechterhalten, sondern sie erlaubt einfach den Übergang zu vollziehen. Und wir können das auch ohne so etwas machen und es wird auch zuweilen auch ohne Visualisierung und Klang gemacht. Because we exist in this Dzogchen view, our existence has three modalities or aspects which are inseparable. Denn wir existieren von der Dzogchen-Sichtweise aus betrachtet innerhalb von drei Seinsweisen oder Modalitäten oder Modi, die aber voneinander untrennbar sind. There is the ground openness
of awareness which is not anything at all, just open and present. It's ungraspable. Da ist diese grundlegende Offenheit der Präsenz, die überhaupt nichts an sich ist und die auch nicht in irgendeiner Weise greifbar ist, nichts an sich bedeutet. This would be like an empty mirror. Das wäre wie ein leerer Spiegel. But of course you never find an empty mirror. Aber wie willst du einen leeren Spiegel finden? So the very openness of our mind is not something that you find apart. Das heißt, die Offenheit unseres Geistes ist nicht etwas, was man sozusagen da drüben finden kann. The emptiness of the mind shows itself by the richness of our experience. Die Leerheit unseres Geistes zeigt sich ja geradezu durch die Reichhaltigkeit unserer Erfahrung. All that we encounter is instantly available to us because our mind is big enough to offer it infinite hospitality. Alles, was dem wir begegnen, ist unmittelbar und sofort für uns verfügbar, eben aufgrund dieser unendlichen Offenheit und Gastfreundschaft des Raumes. Then within this field of subject and object, me looking at you at the moment, Und innerhalb dieses Feldes von Subjekt und Objekt, zum Beispiel ich schaue dich jetzt im Moment an, we come into precise formation when we act like me speaking just now. kommen wir in eine präzise Formierung, also sagen wir einen präzis bestimmten Akt, wie zum Beispiel des jetzt Sprechens. And when we manifest, this shifts the patterning of the field, Und wenn wir das manifestieren, dann verschiebt sich die Musterbildung des Feldes. as if we were a big pond and each of us was a trout, and every now and then one of us rises up and breaks the surface and the little waves ripple out. Es war, als ob es da einen großen See gäbe und wir beide darin Forellen wären und von Zeit zu Zeit springt die eine oder die andere einfach durchbricht die Oberfläche des Sees und springt raus und fällt wieder rein und kleine Wellen breiten sich aus. So, according to the Heart Sutra, this ground openness is the main thing, and that's a fact. Und gemäß dem Herzsutra ist diese Grundoffenheit das Hauptding und das ist eine Tatsache. But as we, as people, as manifestation, come towards the practice, Aber wenn wir als Leute, also als Manifestationen in die Praxis kommen, our attention tends to be, as it were, out on the horizontal plane connected with the various factors of the field. ist unsere Aufmerksamkeit mehr in die Breite ausgefächert und mit den verschiedenen Erscheinungen des Erscheinungsfeldes befasst. So we're acting and interacting. Das heißt, wir handeln und wechselwirken. This usually carries with it our habitual or karmic tendencies of identification. Und das trägt in sich oder mit sich unsere gewöhnlichen karmischen Neigungen zur Identifizierung. And this then has us dispersed out. We're a bit connected with this and that, and the energy of the world is kind of passing through us. Und das macht uns ein bisschen so ausgestreut. Wir sind mit diesem und jenem ein bisschen verbunden und die Energie der Welt, die läuft durch uns durch. So when we do this brief visualization and the 3 R's, we're quickly gathering ourselves together in one point so that we open into the spaciousness of the mind. Wenn wir also diese kurze Visualisierung und den Klang der 3 A's machen, dann ist es so, als würden wir uns schnell an einem einzigen Punkt einsammeln, zusammensammeln und dann aus diesem Punkt heraus in die Raumhaftigkeit des Geistes öffnen. So in the tantric tradition, the equivalent would be the idea that through our body there are many channels. In tantrischer Tradition wäre das Äquivalent, dass die Idee, dass es in unserem Körper viele Kanäle gibt. And according to our emotions, our moods, our thoughts and so on, Und gemäß den eigenen Emotionen, Stimmungen, Gedanken und so weiter. there are more or less intensity of winds moving in these channels. Gibt es mehr oder weniger intensive Windbewegungen in diesen Kanälen. The energy could be a bit flat and collapsed, or it could be quite bright and bubbly. Die Energie könnte etwas abgeflacht und zusammengeschnurrt sein oder sie könnte sehr strahlend und
blubbernd sein, spritzig sein. But in our connection out through the senses, we're a bit dispersed, so that our energy goes into the small channels, which helps us have finesse with our fingertips and sensations of through the sense organs. Aber in unserer Beziehung zu unseren Sinnen ist die Energie mehr in den kleinen Kanälen ausgebreitet durch den ganzen Körper, was uns hilft, dann eben diese feine Empfindsamkeit der Finger zu haben und unterstützt das dabei auch die anderen Sinnesorgane. And these energetic movements become habituated. They take on a life of their own, and they seem to be particularly meaningful. They constitute how we are in our embodiment. Diese energetischen Bewegungen werden zu einer Gewohnheit und dadurch scheinen sie ein Eigenleben zu erlangen, sozusagen so als ob sie durch dieses Eigenleben gewissermaßen an eigene Bedeutung erlangen würden. Now, it's very difficult to keep track of all the tendency your body has to move and so on. Und es ist sehr schwierig, alle Tendenzen unseres Körpers zu Bewegungen und so weiter wirklich alle unter eine Beobachtung zu stellen. And in the arousal of this wind or energy moving through us, we go into reactivity with the environment quite easily. Und in dieser Erregung, die sich durch uns bewegende Wind verursacht, ist es sehr leicht, auch in Reaktivität zu gehen, das heißt in schnelle Reaktionen auf das, was wir in der Umwelt vorfinden. So in that system, we focus on gathering the winds back into the two main side channels, and then when they're in these side channels, bringing them into the central channel, avaduti, which is represented as emptiness, like the letter R, and by keeping the winds in that channel, the whole system relaxes. Und in diesem Praxissystem konzentriert man sich darauf, die Winde zunächst einmal in den zwei Seitenkanälen zusammenzusammeln, die zwei großen Seitenkanälen zusammenzubringen und dann, wenn er dort konzentriert ist, aus diesen zwei Seitenkanälen in den Hauptkanal Avaduti, der für nichts anderes steht als Leerheit, und dass wir die entsprechend zu dem A zu bringen und den dann dort zu halten. Und wenn der Wind wirklich in dem Hauptkanal gesammelt und gehalten wird, dann führt das zu einer Entspannung unserer Energie. But that's just the beginning of the practice. Aber das ist nur der Anfang der Praxis. Because the function of the practice is, now that the system is settled, you have to look at the nature of the mind. Aber dann, die Funktion der Praxis ist, nachdem das System sozusagen zur Ruhe gesetzt worden ist, dann wirklich nach der Natur des Geistes zu schauen. So the more you have the sense that whenever you are walking or talking or eating, whenever you're engaged in any activity, this is the movement of energy within the field, within the openness. As these three aspects are integrated, you can go into the practice very quickly. Und je mehr man das Gefühl oder ein Empfinden dafür hat, dass egal was man tut, ob man geht oder steht, spricht oder irgendwas anderes tut, immer diese drei Modi unserer Existenz miteinander integriert sind, von denen vorher die Rede war. Je mehr man also diese drei Modi integrieren kann in allem, was man tut, desto einfacher ist es dann sozusagen von einem Augenblick auf den anderen in die Praxis zu gehen. But if we're a bit dispersed, it's helpful to use the Guru Yoga just to settle in. It's not that you're going from a bad state to a good state, because we're not wanting to judge that one is better than the other, but just to help the settling, the relaxing. We just release. Und, normalerweise ist man aber eher etwas zerstreut, und dann ist eine solche kurze Übergangspraxis sehr hilfreich, um von dem einen Zustand in den anderen zu kommen, womit keinerlei Urteil gefällt wird, dass der eine Zustand besser als der andere ist, sondern es ist einfach eine hilfreiche Sache, um dann wirklich dort diesen Übergang zu schaffen und dann wirklich zu fühlen, wie man entspannt und loslässt. And we'll take a break soon for food. And after that, if you like, when you go outside, you can do it standing up. You just stand, relax into the out-breath. Und nachher, wir werden jetzt erstmal Abendessen haben, aber danach, wenn man will, kann man draußen hingehen und wenn man will, einfach stehen und dann sich in den Ausatmungsvorgang entspannen.
open your gaze into space. Den Blick in den Raum öffnen. And then you bring that gaze onto whatever phenomena you encounter, trees or plants, grass, bushes and so on. Und dann bringen wir diesen Blick zu den Phänomenen, denen wir gerade begegnen, was immer es dann ist. Bäume, Gras, Büsche, Pflanzen, was wir immer sehen. To allow the experience of the shape, the form to arise without entering into judgment about it. Um zu erlauben, dass die Erfahrung der Gestalt, der Form entstehen kann, ohne über diese Form in irgendeiner Weise in das Urteilen zu kommen. Because as we've looked today, what we're trying to release is our tendency to interpret or to create a story about what's occurring and to relax into the freshness of the presentation and the reception to arising together. Denn wie wir schon heute die ganze Zeit eigentlich besprochen haben, was wir versuchen zu erreichen, ist sozusagen von dieser Neigung zur Interpretation, zum Narrativ über die Dinge wegzukommen und den Dingen zu erlauben, sozusagen sich selbst darzubieten in der Form von etwas, was sich darbietet und demjenigen, der diese Darbietung empfängt, in einer entspannten Form. And it's very helpful because the weather is so beautiful to go out, there's plenty of space and just sit and enter into the practice. You can make use of the openness of the sky, making sure you have the sun behind you. You can open your gaze into the clear blue sky and just rest your mind in the space. Und es ist so schön, weil das Wetter so gut ist, dass man eben rausgehen kann und sich einfach dem, was sich zeigt, öffnen kann. Kann auch zum Beispiel den Himmel, einfach sich hinsetzen, den Himmel anschauen. Wir stellen sicher, dass die Sonne sozusagen hinter uns steht und wir dann den Blick in den offenen Himmel richten und dann entspannen können. You just allow your gaze to expand out into the depth of the sky, release the tension in the out-breath and you just sit open like that. Wir erlauben unseren Augen, unseren Blick, sich in die Weite des Himmels zu entspannen, hinauszugehen, in die Weite zu gehen und dann entspannen wir mit dem Ausatemzug und sitzen dann damit da. You can do that into the evening. Das kann man in den Abend hinein tun. And then we meet together at 9 o'clock for practice. Und dann werden wir uns um 9 Uhr wieder treffen für weitere Praxis. And I think for those who are interested, there is a fire tonight because it's the summer solstice. Für diejenigen, die Interesse daran haben, gibt es da oben auch ein Feuer, weil es ja die Sommersonnenwende ist. So pleasure is available. Also Freude ist verfügbar. And there's some wine. We bought, and we also bought some wine. Bravo! Auf geheimnisvollen Stacks haben wir Wein gekauft. Oder es sind ganz verschiedene Weine mit ganz unterschiedliche Preise, aber